Auf geht's, herzlich willkommen im zweiten Teil hier. Ja, Independence Pass steht an. Wunderschöne Strecke, total hoch. Ja, das, nicht nur total hoch, das ist der höchste befahrbare Highway in den USA. Oder in Colorado? Ich meine in den USA. Der war sehr, sehr hoch und vor allen Dingen hat man in den USA irgendwie gar keine Abgrenzungen an der Seite. Nur in diesen wirklich heftigen Kurven gibt es so ein bisschen Sicherheit für mich. Ein bisschen herausfordernd. Ja, verstehe ich. Du saßt halt auf der Seite, wo der Abhang ist. Ne? Also ich hatte gar keine Zeit, mich darum zu kümmern, weil ich mich auf die Strecke konzentrieren musste. Und das Panorama da ist sensationell. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Ne? Die Natur da oben ist schon irre. Ne? Und wir waren so hoch, dass teilweise auch keine Bäume mehr da waren. Ne? Ja, genau. Und wir haben unterwegs, das habt ihr, glaube ich, gerade schon gesehen, auch Ureinwohner quasi gesehen. Ureinwohner? Die Bergziegen. Colorado Natives oder was ist das dann? Es war schon super schön. Also das ist nicht umsonst irgendwie der schönste Pass Amerikas. Oder der höchste, schönste Pass Amerikas. Genau, ich habe es eingeblendet. Ne? Das ist, glaube ich, 12.095 Fuß hoch. Das ist schon erstaunlich. Ihr könnt es ja mal umrechnen in Metern. Ne? Aber da haben wir schon gemerkt, irgendwie, boah, die Luft hier ist aber schon dünn. Ne? Und wir sind nur ein paar Meter gelaufen. Da war so eine Aussichtsplattform. Da sind wir dann hingelaufen, konnten auf die Twin Lakes gucken. Aber wir haben die Twin Lakes, glaube ich, gar nicht gesehen von da oben. Ne? Nee, haben wir gar nicht gesehen. Irgendwie wahrscheinlich ausgetrocknet. Nein, die waren nicht ausgetrocknet. Sind wir ja nachher dran vorbeigefahren. Genau, also Independence Pass kann ich jedem nur empfehlen. Das war übrigens unsere Strecke von Aspen nach Colorado Springs. Ne? Ja, genau, richtig. So, da geht es halt über den Pass. Und ich war manchmal sehr erstaunt, wie die Amerikaner dann trotzdem an uns vorbei gerast sind. Ne? Also was war da, irgendwie 25 Miles per Hour, teilweise 15, ne? War so die Geschwindigkeitsbegrenzung, weil das halt wirklich kurvig ist. Und dann siehst du eben im Rückspiegel so einen Pickup-Truck mit so einem Cowboy-Hut und so ich denke so, alter Schwede, okay. Ja, die kennen das wahrscheinlich. Also wir waren da ja auch irgendwie so, ich habe dich die ganze Zeit ausgebremst und gesagt, bitte fahr nicht so schnell, weil ich wirklich Angst hatte. Also ja, die Ergebnisse haben wir teilweise gesehen. Ne? Da war eine Stelle, wo dann tatsächlich auch so ein Durchbruch war mit so einem Kreuz. Ne? Das ist, ich will jetzt gar kein Drama hier reinbringen, aber es geht nicht immer alles gut aus. Also Independence Pass, macht ihr bitte. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wir sind dann relativ früh vor unserem Einchecken im Hotel angekommen in Colorado Springs. Wie lange war die Fahrt? Was war das ungefähr? 3,5 Stunden ungefähr. Ja, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Ja. Auch, ne? Also die Fahrt ist auch wirklich sehr süß. Ne? Du glaubst echt, du fährst durch den wilden Westen da. Landschaftlich toll. Überall diese, ja, wie man das so kennt, so Saloonhäuschen. Ne? Ja. Also, ich erinnere mich dann immer an Playmobil, die Westernstadt. Gibt es das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war schon cool. Und wir haben dann zwar eingecheckt, haben unsere Koffer dann da in so ein Schließfach gelegt, weil ich ungern meine Koffer im Auto lasse und dann damit durch die Gegend tour. Wobei ich ehrlich gesagt habe, also das ist super sicher da. Ne? Also Colorado Springs. Ich weiß Ganz nicht. süßes kleines Örtchen. Und, was heißt Örtchen? Es ist schon eine Stadt. Also ne? 700.000 Einwohner, das ist so groß wie Essen an der Ruhr. Also sogar größer als Essen an der Ruhr. Und hat ein paar Highlights zu bieten. Ne? Also wir waren dann tatsächlich als allererstes, wenn man an Colorado Springs denkt man natürlich an Garden of the Gods. Ja, da waren wir. Sie ist hier Garden of the Gods. Eigentlich eine Felskonstruktion mitten am platten Land. Also Konstruktion ist es ja wohl nicht. Das ist ja natürlich gewachsen. Ja, sieht aus wie vom Phantasialand. Ja, sieht aus wie vom Phantasialand, aber es ist total faszinierend. Ich denke immer so an die Colorado-Achterbahn im Phantasialand. Ne? Genau solche Felsen haben die da. Und ich habe immer so geklopft, ob das wirklich Stein ist. Ne? Oder und ist Stein. Ob es Pappmaché ist. Nein, ist wirklich Stein, natürlich. Ja. Und das ist tatsächlich so, dass das Grundstück gehört einer Familie da, ne, in Colorado Springs. Und die haben das der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt, unter der Voraussetzung, dass es für alle Zeit kostenlos ist. Genau, und das heißt, was total ungewöhnlich ist in Colorado, ist, dass man auf einmal für sowas Tolles nichts bezahlen muss. Das ist grundsätzlich in den USA ungewöhnlich. Die verkaufen dir sogar die Luft zum Atmen, kommt ja noch zu. Ist wirklich wahr. Naja. Ist so.
Meine Frau kann Clickbait. Ihr wisst, also bleibt dran, heißt das so viel. Nein, aber ihr müsst auf jeden Fall dahin. Also Garden of the Gods ist wirklich sehr beeindruckend, weil es einfach eine Landschaft ist, die so ungewöhnlich ist. Das ist halt keine alltägliche Landschaft. Ne? Ja. Und das macht schon Spaß. Da steht auch überall so, bitte nicht anfassen und bitte bleibt auf eurem Track. Und die Amerikaner so, sicher. Sicher. Nein, also wir sind ja auch da ein bisschen gehiked auf die Felsen, aber das war auch erlaubt. Ne? Das also, war da erlaubt, ja. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, scheiß auf Regeln, ne? Irgendwie, wir gehen da trotzdem drauf. Es gab ein paar indische Staatsbewohner, die dann trotzdem da ihre Selfie-Show abgezogen haben. Ne? Ich mag das nicht so. Ne? Aber die haben auch Hikes da. Die sind, ich würde sagen, das ist kein Hike, ne? Das ist ja asphaltierter Wanderweg. Ein Spazierweg ist das, oder? Ein Spazierweg, genau. Also das ist das, was vielleicht der ein oder andere YouTuber mal gemeint hat mit, in Amerika sind alle Wanderwege asphaltiert. Ah, Schwachsinn. Aber gut, ihr kennt uns ja mittlerweile. Ja, Garden of the Gods ist auf jeden Fall eine Empfehlung. So, danach sind wir direkt zum Hotel, ne, haben uns frisch gemacht, geduscht. Das Jahr war wieder rum. Und sind zum Historic District gefahren in Colorado Springs. Das war sehr, sehr sehenswert. Ich blende das mal ein. Ja, also das war eine ganz süße, zauberhafte, kleine Stadtstraße. Straße, ja, war ein Viertel, ne? Ja, das war ein kleines Viertel und das war absolut niedlich. Parken hat mich übrigens gekostet $1 die Stunde. Ja. Also super, gibt's in Austin nicht. Es ist sowieso frei parken überall. In Austin frei parken? Ja, außer in Downtown, in den Parkhäusern. Ja, ihr seht, wie wunderschön das dort war. Also total charmant und da sind wir dann auch Spanisch, waren wir da Spanisch essen? Spanisch essen? Oh mein Gott, das, und die also, hatten einigermaßen authentische jetzt wollte ich gerade Tacos sagen, aber ich meinte Tapas. Tapas, genau. Das war schon sehr lustig. Also wir haben die Karte gesehen und haben gedacht, boah, alter Schwede, das ist wirklich eine spanische Menükarte. Ne? Ja. So Datteln im Speckmantel, was man so kennt aus Spanien, wenn man Tapas essen geht. Ne? Kam jetzt nicht ganz authentisch in diesen Tonkrügen oder was auch immer, ne? Sondern gab es ein bisschen feiner. Ne? Aber der Preis, alter Schwede, Colorado haut mich um. Ne? Ja. Also Colorado Springs, das war super günstig, wenn du aus Austin kommst oder aus L.A. oder was, ist das wirklich ein Paradies von den Preisen her. Ne? Das stimmt. Ja, da waren wir essen und ist so ein bisschen hippie-mäßig. Ne? Also die haben eine Boutique nach der nächsten. Natürlich gibt es auch so Touri-Shops dabei, ne? Weil Colorado, also ich habe mal nachgefragt, ich habe mich mit einem unterhalten da. Ich sage, was ist denn so die Kernindustrie von Colorado? Und die Kernindustrie von Colorado basiert auf 3 Füßen. Der erste Fuß ist Energie, also auch erneuerbare Energien, ne? Und der zweite ist Tourismus natürlich, und aufgrund der Alpen. Der Bergumgebung da ist natürlich sehr touristisch. Und dann ist noch Sport und Military. Ne? Also in Colorado Springs ist die US Air Force Academy. Das heißt, jeder, der da in der Air Force sein will, der geht nach Colorado Springs für ein paar Jährchen, lernt da Fliegen und Ausbildung. Und der Olympiastützpunkt ist da, der Amerikaner. Ne? Also, weil das halt relativ hoch ist, werden die da vorbereitet auf die Olympischen Spiele. Da ist Schwimmcenter ist da, dann war noch irgendwie Track and Field, irgendwie sowas war da. Ne? Also aufgrund der Höhenluft kann man da sehr gut trainieren. Ne? Und ich habe, genau, mir fällt das gerade ein, mit dem wir uns unterhalten hatten, der hatte auch gesagt, warum ganz viel von irgendwie wichtigem Government-Zeugs in Colorado ist, weil Colorado wird nicht von natürlichen Desastern heimgesucht. Es gibt keine Hurricanes, es gibt keine Tornados dort und es gibt keine Erdbeben dort. Das heißt, das ist mit so ziemlich das sicherste Gebiet in den USA. Mittendrin und bleibst von den ganzen Naturkatastrophen verschont. Ich glaube, die einzige Naturkatastrophe sind die Touristen. Ne? Ja. Wir gehen dann mit euch gleich noch nach Denver. Ne? Und Denver ist halt auch so, ist halt auch hoch. Ne? Und es kann halt, er sagt, er kann halt super schnell viel schneien. Du hast halt Meter hoch Schnee dann. Das ist aber relativ schnell wieder weg, weil das halt warm ist. Ne? Das schmilzt halt weg. Ne? Die Sonne, die knallt da schon ganz schön. Trotzdem gab es überall Kettenpflicht. Verrückt, ne? Schilder. Ja, aber nur auf den Passstraßen, ne? Ja, das ist so. Ja, also Historic District, das war wirklich sehr schön, sehr hippie-mäßig. Wir waren am nächsten Tag nochmal da, weil wir da ein griechisches Restaurant gesehen haben und haben gedacht, boah, die Chance muss ich nutzen. Ne? Also wenn wir kommen im Dezember für eine Woche über Weihnachten nach Deutschland, sagen wir gleich noch was zu, wir machen nochmal so ein Live-Quiz und verlosen Sachen, die wir dann aus Deutschland schicken können. Egal, auf jeden Fall, das erste, was ich esse werde in Deutschland, ist Gyros, Zwiebel, Tzatziki, Pommes. So, das mag für viele seltsam klingen, aber ich habe da Bock drauf. Und wir haben ein griechisches Restaurant gesehen.
die einen Gyros-Teller da hatten. Der Gyros-Teller war irgendwie knapp $30. Ne? $29 für einen Gyros-Teller. Ja, wir waren aber nicht da, weil wir haben keinen Tisch gekriegt. Ja. Die haben einfach keinen Platz mehr gehabt. Aber das war halt ganz cool, die haben oben so eine Terrasse gehabt. Wir waren dann in dem Brauhaus daneben. Brauhaus, das geht immer zusammen. Und haben den Sonnenuntergang gucken können. Ne? Ach, wunderschön. Träumchen. Also, mega schön. Colorado kann Farben. Colorado kann Farben und Landschaft, ne? Das ist einfach so. Also richtig, richtig schön. Alright, weiter geht's. Wir sind ins Hotel gegangen, total süß, sage ich gleich noch ein bisschen was dazu und waren am nächsten Tag in Seven Falls. 2000 years later. Seven Falls, was ist Seven Falls? Wie der Name sagt, es ist so eine Art Wasserfallpark. Also da gibt es ist wunderschön, wie ihr hier seht, es gibt 7 Wasserfälle. 7 Wasserfälle, 7 kleine Wasserfälle mit unendlich langen Stufen nach oben, 250 Stufen hoch, 250 Stufen runter. Hiha. Und zwar so, ne? Also ja. Jetzt nicht hier so, sondern so. Ja, seht ihr ja. Und ich meine, für jemanden wie mir, der Höhenangst hat, ist das echt der pure Horror. Aber ich wollte es sehen. Ich wollte unbedingt nach oben und dann... Wir sind die Treppe übrigens runtergegangen. Ich habe gesagt, ich gehe vor, dass wenn du Schwindelanfälle kriegst und umfällst, fällst du auf mich, dann ist das nicht so schlimm. Ich konnte mich da machst du was mit, alter Schwede. Ja. Irgendwann mache ich noch mal eine Ausbildung zum Höhenretter. Wirklich. Ja, das war wirklich, aber es hat sich gelohnt. Seht ihr ja da oben, das ist wunderschön. Und dann gab es da oben auch noch 2 Wanderwege, ne? Ja, und einen unfassbar tollen Wasserfall. Was wir uns geschenkt haben, ist zu diesem Ausblickspunkt, weil der war dann noch mal höher und dann konntest du über so ein Seil oder so drüber laufen. Nee. Nee. Ja, also wir haben mal überlegt, so, also das ist kein Tagesausflug. Ne? Also wenn ihr plant, nach Seven Falls zu gehen, das ist wirklich kein Tagesausflug. Ne? Ich würde mal sagen, rechnet mal so 3, maximal 4 Stunden ein. Ich glaube, wir haben 2,5 Stunden da verbracht. Ne? Ja, aber nur, weil wir Tickets hatten, Zugtickets für, wie heißt es? Pikes Peak? Für Pikes Peak. Da sind wir als nächstes. Aber ich glaube, wir hatten auch alles gesehen jetzt. Ne? Also da gab es jetzt auch nichts, wo ich sage, ach Mensch, wären wir noch mal länger da geblieben. Ne? Das war einfach nicht so. Also landschaftlich super. Macht auf jeden Fall Spaß, da oben dann ein bisschen zu spazieren, ne? Weil die Natur ist einfach auch bombastisch da. Seht ein paar Tiere da, ne? Das macht schon Laune, ne? Aber ist jetzt kein Tagesausflug. Ne? Seven Falls, ja, das ist ganz schön anstrengend gewesen. Die Stufen sind 224 an der Stück und die gehen steil nach oben. Da kennt ihr meine Frau aber schlecht. Aber wir haben es geschafft und oben gab es noch mal ein paar Wasserfälle. Also wirklich ganz, ganz toll. Also wenn ihr in der Gegend seid, Colorado Springs, dann empfehle ich euch auf jeden Fall Seven Falls. Das ist wirklich cool. Ihr müsst übrigens mit dem Bus fahren. Also gibt es einen Parkplatz und gibt es einen Bus-Shuttle, damit die ganzen Touris hier nicht die Gegend verschandeln. Super gelöst. Ich zeige ein paar Impressions. Und zu Pikes Peak müssen wir vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Ne? Also es gibt 2 Möglichkeiten. Also Pikes Peak, so heißt der Berg. Der ist auf 14.000 Schlag mich tot Fuß. 4.300 Meter kannst du nach oben fahren. Aber es gibt 2 Wege. Es gibt 2 Wege. Du kannst einmal mit dem Auto fahren, diese Serpentinen hoch. Und da habe ich mich auch frühzeitig um Tickets gekümmert, dass wir das machen können. Ja. Das Geld hätte ich mir schenken können. Da muss man erzählen, da muss man sie in Schutz nehmen. Also wir sind ja den Independence Pass gefahren. Ne? So, und das Erlebnis war für sie so, oh, ich habe ganz schön Schiss hier. Ne? So, weil das geht halt auch wirklich steil runter. Ne? So, und es gibt genug YouTube-Videos, da brauche ich gar nicht einblenden. Ne? Aber wenn ihr dann in Pikes Peak oben seid, ist das natürlich toll. Ihr fahrt langsam da hoch. Ich bin der Meinung, es war eine gute Entscheidung, auf die zweite Möglichkeit zu switchen, nämlich die Eisenbahn. Ja. Denn als Fahrer kannst du natürlich dann auch aus dem Fenster gucken und kannst das genießen. Da war so eine Dame, die hat uns dann unterhalten die ganze Zeit, die hat ein bisschen was erzählt dazu. Cool. Die war wirklich cool. Aber die erste Möglichkeit, dieses Fahren, da müsst ihr mal googeln. Ich wusste es nicht, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt auch nicht so ein Motorrennsport-Fan, aber es gibt wohl ein weltberühmtes Rennen, das Pikes Peak
Pikes Peak Race, was wohl jährlich stattfindet. Und da gibt es auch ein Event von Red Bull, die haben da mal ein Event gemacht, die haben einen Rekord gebraucht. Ich glaube, der hat 9 Minuten gebraucht, um diese 18 Meilen hoch zu rasen. Das Video ist auf YouTube, googelt das, ich weiß nicht mehr, aber das ist der Knaller. So, und dann werdet ihr verstehen, warum wir dann doch lieber den Zug genommen haben und nicht das Auto. Ja, also der Zug war eine Zahnradbahn. Da war ich die ganze Zeit sicher, dass nichts passieren kann. Also wir waren quasi mit dem Berg verzahnt. Und das war wunderschön, da hochzufahren. Wir waren, wir konnten Murmeltiere sehen. Wir konnten Murmeltiere sehen? Ja. Das war schon wirklich cool. Also ich habe ehrlich gesagt in meinem Leben noch nie Murmeltiere gesehen. Ich auch nicht. Und dann in dieser Hülle und Fülle, das muss man wirklich sagen. Ich meine, die sind schwer zu entdecken, ne? Ja. Weil du hast halt diese Steinlandschaft da. Da sieht man und die Murmeltiere, die sind auch da, aber sehen aus wie ein Stein. Ja, genau. Aber die sind total niedlich. Wenn du das einmal begriffen hast, wie die da aussehen und wie die dann hochschauen, die haben so ein süßes Gesicht. Also hat echt total viel Spaß gemacht, ja, die das zu beobachten. war nicht alles, was wir gesehen haben. Ne? Also die habe ich leider nicht gesehen, weil ich auf der falschen Seite im Zug war. Diese weißen Bergziegen. Diese weißen, ja, mit diesem Fell, was so runterhängt. Also super, super cool. Einmalig, solche Tiere in freier Wildbahn einfach zu erleben. Wie lange hat die Fahrt gedauert? Weißt du es noch? 70 Minuten hoch, 60 Minuten runter. Ja, also das ist auf jeden Fall, macht das nicht. Ich meine, das ist nicht ganz billig, ne? Das muss man wirklich sagen. Ne? Ich glaube, wir haben für die 2 Tickets, weißt du es noch? Ich glaube $70 pro Ticket. Ja. Plus meine Tickets, die ich da irgendwie habe verstreichen lassen, haben wir dafür ganz schön viel Geld ausgegeben. Aber es hat sich extremst gelohnt. Also aber unten du wolltest doch erzählen, da muss man für Luft bezahlen. Ja, dadurch, dass wir halt so hoch fahren, auf 4.300 Meter, ist die Luft da oben ganz schön eng. Und das wissen die. Das heißt, die haben unten in dem Basis-Store, haben die Oxygen. Also wirklich, du kannst Sauerstoff kaufen. Also kleine Wasserstoffflaschen mit so einem Atemding drauf. Ne? Ich habe erst gelacht, ne? Aber als ich oben war, dachte ich nur, ja, macht Sinn. Macht total Sinn. Amerikaner verkaufen dir die Luft zum Atmen. Sauerstoff. Also das ist wirklich, weißt du, wenn du da oben bist, ne, und du fährst mit dieser Bahn hoch, ne, die Luft, also du kannst natürlich ganz normal atmen, ne, aber die Luft ist halt nicht so mit Sauerstoff angereichert. Das heißt, du kriegst auch da wieder sehr schnell ein Schwindelgefühl. Ne? Ja, und du kannst dich halt wirklich nicht super schnell bewegen. Und das, die Dame, die unsere Zugbegleiterin so ein bisschen Entertainment gemacht hat, die sagte auch, pass auf, wir fahren um Punkt 4 Uhr wieder zurück. Punkt 4 Uhr. Nicht 4:01 Uhr, nicht 4:02 Uhr, Punkt 4 Uhr geht es wieder runter. Und ihr kriegt 3-mal eine Nachricht von uns, dass es bald losgeht. Und dann solltet ihr euch bitte auf den Weg machen bei der ersten Nachricht, egal wo ihr seid. Weil ihr könnt nicht rennen. Und sie hat völlig recht. Also sie hatte total recht. Mein Puls ging runter, ne, und ich musste mich langsam bewegen. Also klar, ich habe jetzt dieses Schwindelgefühl, was du hattest, hatte ich nicht. Ne? Ja. Aber ich habe gemerkt, so wow, das ist anstrengend. Ne? Total. Und dieses Gefühl, nicht richtig Luft zu bekommen, keine angereicherte Luft zu bekommen, das ist schon echt kacke. Ja, aber lustig also ich habe ja, vielleicht merkt ihr das, ne, so diese indischen Familien, die sind manchmal sehr so suspekt, die kommen, und die waren dann tatsächlich zu spät. Ne? Ja. So, das heißt, irgendwie der Zug 16 Uhr war jeder in diesem Abteil drin, ne? Weil um 5 Uhr geht die letzte, und wenn du den nicht kriegst, hast du ein Problem da oben. Ne? Das ist einfach so. Aber die waren dann um 4:05 Uhr da drin. Ne? Und was hat die zur Sau gemacht? Ich habe gesagt um 4, nicht 4:01 Uhr, nicht 4:02 Uhr, nicht 4:03 Uhr. Ihr setzt euch jetzt dahin und bleibt da sitzen. Genau. Das ist so geil. Und dann gab es so eine, sagte ja, und sind wir runtergefahren, ne? Und dann gab es so eine Fragerunde. Er sagte, ja, ihr könnt mir jetzt alles fragen, da ist noch eine Q&A-Session, ne? Ich habe jetzt nichts mehr zu erzählen, aber wenn ihr Fragen habt, lasst fallen. Dann ist sie so durchgegangen und einer so, kann das sein, dass du mal Drill Sergeant warst? Die hat die wirklich zur Sau gemacht, aber zu Recht. Na, alles gut. Also wir haben es ja geschafft. Ne? Ja. Also Pikes Peak ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ne? Der Ausblick da oben ist bombastisch. Ne? Ihr könnt ganz Colorado und noch mehr erblicken. Nein, Kansas. Sie hat gesagt, wir können da hinten noch Kansas sehen. Ja, da musst du sehr viel Fantasie haben. Ich glaube, New York und die Freiheitsstatue konnte man auch ganz am Ende sehen. Ich bin mir aber nicht sicher. So, und was die Amerikaner ja immer machen, ist, ja, das kannst du sogar aus dem Weltall mit bloßem Auge sehen. Also immer, wenn was bombastisch ist, ne, dann sagen die immer, ja, kann man sogar aus dem Weltall mit bloßem Auge sehen. Ne? Das ist also, Spaß beiseite. Also Pikes Peak lohnt sich auf jeden Fall, war ein Erlebnis, hat sehr viel Spaß gemacht. War auch schon unser letzter Abend dann. Ne? Wir waren irgendwie noch ein bisschen essen und dann ging es weiter nach. Aber
Essen. Denver. Genau, Essen. apropos noch Essen, noch eine Sache. Wir haben da oben tatsächlich die höchsten Donuts gegessen, die man... Die habe ich ja schon eingeblendet. Ich weiß, und die waren gar nicht mal so gut. Nein, die waren nicht gut, aber darum geht es auch gar nicht. Weißt du, es geht ja nicht um die Qualität, es geht darum, um das, wir haben die höchsten produzierten Donuts. Ja, das ist übrigens so, dieses Ding da oben wird von Aramark betrieben. Ne? Dann wisst ihr ungefähr, wie die Qualität ist. Ne? Also, was ist Aramark? Aramark ist so eine Kantinenfirma. Ne? Also ich weiß noch, in Deutschland gab es auch Kantinen, die wurden von Aramark betrieben, bei Konzernen und so weiter. Ne? Das Essen ist so... Aber es hat super Spaß gemacht und jeder hat es sich gekauft, tatsächlich, weil das ist echt berühmt. Ja, das stimmt. Das haben die ja drauf. Ne? Ja. Also eine Nacht hatten wir noch und dann ging es morgens nach Denver los. Da hatten wir ein paar Meetings. Wir erzählen ein bisschen was da. What? So ihr Lieben, der Trip, der neigt sich dem Ende. Heute gab es nicht ganz so viel zu sehen, weil wir tatsächlich Meetings hatten. Und wir sind hier in Denver, Colorado. Und das ist das State Capital of Colorado. Sieht genauso aus wie in Texas, nur ist halt blau, ne? Und sehr viel kleiner. Sehr viel kleiner. Aber super schön. Wir haben von innen ein paar Aufnahmen gemacht und die hängen wir euch gleich hinten dran. Es ist echt ein so schönes Kapitol. Gefällt mir richtig gut. Ja, ist ganz schön cool. Also, wir nehmen euch noch ein bisschen mit auf die Abfahrtsreise hier und dann sehen wir uns demnächst im heimischen Garten wieder. Bis gleich. Ja, ist eigentlich das gleiche Prinzip wie in Austin, ne, mit dem Kapitol. Ich hatte ein bisschen Bammel, weil wir natürlich unsere ganzen Arbeitsgeräte, ich hatte Laptop, alles dabei im Rucksack, ne, aber war dem scheißegal. Ne? Ja, musste mal einmal durchscannen lassen und dann war auch völlig in Ordnung. Absolut. Also es war ein super schönes Kapitol, muss Definitiv. man echt sagen. Also diese eine Kuppel war 1:1 wie bei uns in Texas. Ich glaube, die haben, weißt du, da gibt es so ein Franchise-Architektensystem, 1800 irgendwas, war das erste Franchise der USA. Und die haben gesagt, wir bauen einfach die Kapitols in den ganzen Staaten. Sind ja, weiß nicht, 38 damals, ich habe keine Ahnung. So mittlerweile sind es 50, die sind gemachte Leute, weil die sind bekannt als die Kapitolbauer der Staaten. Mac Capital heißt das. Ich weiß es. Alter Schwede, es ist Sonntagmorgen und ich habe noch keinen Alkohol getrunken. Das bleibt doch heute so übrigens. So. Schönes, super schönes Kapitol und ich finde sogar die Sitzungssäle fand ich da sogar schöner als in Texas. Die haben Ledersessel gehabt und sowas. Ne? Ja, und mit dem Balkon und irgendwie, das war einfach super schön aus. Auch so die 2 Nebengebäude oder so, einfach nur nice, sehr Südstaaten. Obwohl, die sind keine ist nicht Südstaaten. Was für ein Quatsch. Südstaaten. Nicht also Südstaaten. Vielleicht hat Mac Capital das um Südstaaten erinnert, aber das war jetzt mal weit nicht Südstaaten. Also du merkst, dass der Staat auch blau ist. Ne? Das merkst du, also ich will jetzt nicht politisch werden, ne? Aber Cannabis ist ja legal da, ne? Und ist einer der ersten Staaten, wo Cannabis legal ist. Ja. Jetzt können wir kontrovers diskutieren, ne? Ihr kennt ja meine Meinung mittlerweile dazu, ne? Und ich finde, das merkt man leider. Ne? Also es gibt ja viele Argumente, dann werde ich doch politisch, ne? Es gibt ja viele Argumente, die sagen, ja, dann könnte man ja auch Alkohol verbieten. Ja, aber man muss ja nicht jede Droge erlauben. Ne? So, aber das ist, komm, rotzt mich voll in den Kommentaren, ist mir egal. Macht mal, alles ist gut. Also ich habe euch trotzdem lieb, wisst ihr gerne. Ja, aber Denver an sich, was hältst du von Denver? Super nice, hat mir schon gefallen, also hat mir wirklich gefallen. Downtown Denver, ne? Also Downtown wir waren nur in Denver. Downtown, weil wir da Meetings hatten, sonst waren wir nirgendwo. Genau, fand ich ehrlich gesagt schön. Wir hatten jetzt ein bisschen Pech mit der Riesenbaustelle. Ja, die Hauptstraße da wird neu gemacht, ne? Und das hat so ein bisschen Atmosphäre genommen. Aber ich sag mal, wenn du dir die Baustelle wegdenkst, ne, ist das eine mega Innenstadt. Ne? Auf jeden Fall. Super schön. Vor allen Dingen dann diese Mall da hinten, wo das dieses Regierungsbezirk ist. Super schön. Also wirklich sehr gepflegt mit den ganzen Parks dort. Hat Spaß gemacht. Einkaufsmöglichkeiten, also das ist halt so ein Prinzip, wie wir das, also in Austin gibt es das nicht so. Ne? In Austin hast du halt zwar die Congress Avenue, da hast du dann zwar Bars und Restaurants, ne? Oder halt Business. Ne? In Denver ist das ein bisschen anders. In Denver war, wenn ich das vergleiche mit der Congress Avenue, war Bars, Restaurants und auch Boutiquen und Shops, H&M war da und sowas. Ne? Ja, also du hast quasi wie so eine Mall, wie wir das hier kennen, ne? Wo man ja immer hinfährt eigentlich, ne? Ist da integriert im City Center. Ne? Also ist mehr so europäisches Konzept. Wollte ich gerade sagen, das hört sich für mich nach... Ja, sag ich ja jetzt. Das hört sich für mich nach Europa an. Da war auf jeden Fall irgendjemand aus Europa, der gesagt hat, hey, ich weiß, wie es geht. Ja, und alles, was so um die Union Station war, das hat schon einen Schneid gehabt. Ne? Also wir haben allerdings... in einem Parkhaus geparkt. Ja, das wollte ich gerade erzählen. Ich wollte mal sagen, ja komm, da kann ja nicht so teuer sein. Ne? Also Colorado sind wir jetzt billige Preise gewohnt. Ne? Haben dann an der Union Station geparkt.
War aber ein gesichertes Parkhaus, muss man sagen, weil wir ja Koffer und alles da drin hatten. Genau. Heißt, die Rolllader war runter, war ein Security-Typ, der da durchging. Ne? Aber was glaubt ihr, was wir bezahlt haben für, wie lange, 4 Stunden, 5 Stunden? Ja, 5 ungefähr. Stunden parken? $60. $60, Schnäppchen. Ich bin hinten rüber gekippt und dachte echt, ich habe mich sehr ausgeraubt gefühlt. Naja, dafür haben wir jetzt Aktien in diesem Parkhaus, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber das war schon relativ unverschämt, ne? Das muss man wirklich sagen. Also wir sind von da aus dann aber auch aufgebrochen wieder zurück zum Flughafen. Ne? Also ich habe ja schon in dem ersten Teil erzählt, Denver Airport, größter Flughafen der USA, ein riesen Geschoss. Ne? Und trotzdem war die Anfahrt mega. Das ist alles super organisiert da. Ja. Ne? Und den Wagen haben wir abgedroppt da, ne, sind mit dem Bus dann zum Terminal. Dann hatten wir erst ein bisschen Panik, ne, weil die Schlange natürlich, ich meine, das ist Denver, ne, und die haben natürlich trotzdem, meine ich, 20, 30 Security-Schalter da, ne, aber dadurch, dass die so ein hohes Aufkommen haben, war die Schlange so, wo wir gedacht haben, alter Schwede, hoffentlich kriegen wir den Flug noch. Ich meine, wir waren zum Glück sehr, sehr, sehr viel früher da, weil wir auch am Flughafen noch Abendessen wollten. Aber das war schon, also sowas hatte ich noch nie gesehen, dass es so viele Menschen waren. Vielleicht haben wir auch die Rush Hour Mit Sicherheit abbekommen und es also waren aber... in Austin, wenn in Austin die Schlange gewesen wäre, wir hätten bestimmt 2 Stunden in dieser Schlange gestanden. In Denver nicht. Das ist richtig. Austin ist aber auch sehr viel kleiner, hat sehr viel weniger Personal und ist das auch noch nicht gewohnt. Das stimmt. Und trotzdem haben die das gut hingekriegt. Ich glaube, eine halbe Stunde haben wir gebraucht. Ne? Ungefähr, ja. Weil Halbe Stunde, die Schlange war Dreiviertelstunde. immer irgendwie in Bewegung. Ne? Und das war reibungslos. Also lasst euch, wenn ihr in Denver am Flughafen seid, nicht abschrecken von dieser Schlange. Ihr kriegt euren Flug. Das ist gar kein Problem. So, aber nach der nach dem Sicherheitscheck müsst ihr dann halt die Tram nehmen, ne, zu eurem Terminal. Genau. Also gibt es so ein Auffangterminal, kann man das sagen? Weiß ich nicht. So, und dann müsst ihr halt zu eurem Terminal. Wir mussten irgendwie nach C, glaube ich. Ne? Also das ist halt Domestic Flights. Ne? Absolut letzte Terminal. Genau, das letzte Terminal. War Ganz aber auch nach hinten. waren 5 Minuten, ne? Dann haben wir da Abend gegessen, eingecheckt und das lief alles problemlos. Ne? Problemlos. Also Fazit Colorado, was ist dein Fazit? Hat mich nicht zum letzten Mal gesehen, fand ich super schön und ja, hat sich total gelohnt. Absolut. Also ich bin so froh, dass wir das an einem Beachurlaub vorgezogen haben. Ja, das ist ja immer Typsache. Ne? Also ich bin ja auch mehr der Typ Berge und Natur. Ne? Ich kann mich halt nicht eine Woche an den Strand legen und nichts tun. Ne? Das kann man mal 2 Tage machen. Ne? Also ich kann das halt nicht. Ne? So, und darum, ich könnte das schon. Ich glaube ich, aber weißt du, das ist mir halt irgendwann zu langweilig. Ich brauche halt Abwechslung, ich brauche Natur, ich brauche Bewegung. Ne? So, und Colorado ist ein super Start. Ist für mich ab jetzt, wo ich kenne noch nicht alle Staaten. Ich glaube, wir waren in 19 oder 20 Staaten mittlerweile. Ne? Nee, 13, 15, irgendwie so. Auf jeden Fall um den Dreh rum. Ja. So, und Colorado ist für mich jetzt der zweitschönste Staat in den USA bis jetzt. Ne? Ich weiß, es gibt noch viel mehr, werden wir auch noch entdecken. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall hin. Nochmal. Ja. Würdest du im Winter hin? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich so viel Geld ausgeben will. Ja, das ist so. Ne? Also ob man sich das leisten will. Ne? Also wenn man es sich leisten kann, macht doch. Ne? Die Frage ist aber, ob man sich das leisten will. Und ich finde, Preis-Leistungs-Verhältnis, weiß ich nicht. Also vielleicht müssen wir noch mal ein Skigebiet suchen, was vielleicht ähnlich ist wie Aspen und Co., was wir gesehen haben von den Hängen her. Ne? Aber da kommen wir bestimmt noch mal ein anderes Mal drauf. So, jetzt noch mal eine kurze Ankündigung. Wir haben ja gesagt, wir fliegen natürlich über Weihnachten zu unserer Familie nach Deutschland und wollen dann im November, also nicht so Ende November oder sowas, dann machen wir nochmal ein YouTube Live, wo wir den ganzen Schnickschnack verlosen, den wir hier so eingesammelt haben. Also wir waren letzte Woche auf einer Konferenz, da gab es Austin Hats, ne? Ja, irgendwie, da genau. haben wir ein bisschen was eingepackt. Wir packen euch, wenn ihr wollt, auch gerne ein Austin IPA ein. Ich weiß nicht, ob man das darf, Alkohol, aber... Ja. Alkoholfrei ist natürlich. So, und wir haben noch so einen anderen Schnickschnack. Bandanas, und Cooler. Und vielleicht so ein paar Austin-Lebensmittel, so Taco-Gewürz und sowas. Ne? Irgendwie packen wir dann da rein, das verlosen wir, machen wir ein Quiz. Wir suchen gerade noch ein Software-Tool. Wir sind aber bei der Company, wo wir letzte Woche waren, die haben so Umfragetools, vertreiben die. Und die haben auch so ein Quiz-Tool. Ne? Ja. Und da frage ich mal den CEO, den ich einigermaßen gut kenne, ob wir das nicht mal kostenlos für YouTube benutzen dürfen. Und dann halten wir euch da auf dem Laufenden. Also ihr müsst uns auf jeden Fall auf Instagram folgen, denn da gibt es dann die nächsten Ankündigungen. Das ist ein bisschen schwierig auf YouTube, ne, weil du lädst das Video hoch und dann ist weg. Ne? Ja. Instagram ist mehr so live dabei. Ne? Genau. Und also entweder machen wir es Ende November, Anfang Dezember. Ne? Und dann, ich würde mich so freuen. Das hat letztes Jahr so viel Spaß gemacht. Wir haben auch ein bisschen die Technik improved. Also letztes Jahr war ja so ein bisschen so ruckelig. Ne? Ja. Aber das wird nicht passieren. Wir werden hier in Studioatmosphäre mit einer unglaublichen Technologie called Ipone.
Ipone? Ipone. Ipone. Ah, ja, Ipone. iPhone heißt das. iPhone. Wir sind ja in Amerika, ja. Werden wir hier was aufbauen für euch und im Garten mit euch ein bisschen quizzen. Also, bleibt dabei, folgt uns auf Instagram, damit ihr immer up to date seid und schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, hat ein bisschen Spaß gemacht. Hat jetzt mit Texas nicht viel zu tun, aber vielleicht mit den Achtermeyers, mit den Bekloppten. Alles klar. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.